Guten Morgen aus dem KZ Neuengamme. Guten Morgen. Wir sind heute im KZ Neuengamme, genau genommen in der KZ-Gedenkstätte. Genau. Und haben hier von der Verwaltung eine Drehgenehmigung bekommen und schauen uns hier mal um. Und nehmen euch mal wieder mit. Und du hattest jetzt zum KZ Neuengamme ein paar Informationen vorab, ne? Genau, so vorab zur allgemeinen Einordnung. Das KZ Neuengamme wurde Ende 1938 von der SS errichtet, und zwar in einer stillgelegten Ziegelei. Zunächst war das KZ Neuengamme ein Außenlager des KZ Sachsenhausen und wurde im Frühsommer 1940 allerdings dann ein selbstständiges Konzentrationslager. Das KZ Neuengamme hatte insgesamt 85 Außenlager, die für Bauvorhaben und bei Rüstungsfirmen in ganz Norddeutschland entstanden sind. Und dort mussten die Häftlinge Schwerstarbeiten für die Kriegswirtschaft leisten. Insgesamt kamen mindestens 42.900 Menschen im Hauptlager Neuengamme, in den Außenlagern oder im Zuge der Lagerräumungen bei Todesmärschen und bei dem Bombardement von KZ-Schiffen ums Leben. Genau, und das gucken wir uns jetzt einmal an. Hier sind auch ein paar Ausstellungen, es ist riesengroß hier. Ja. Wir informieren euch nachher noch über ein paar andere Details und wie die Stadt Hamburg zu dieser ganzen Geschichte steht oder stand. Ja. Das war nämlich ein ziemlicher Skandal. Diese Aufschüttung hier, diese wie sagt man, wenn das nicht quadratisch, Rechteckig. diese rechteckigen, das sind übrigens die nachvollzogenen ehemaligen Häftlingsbaracken, die aus Holz waren und aber abgerissen wurden. Die ganzen Klinkerbauten hier, die stammen zum größten Teil immer noch sind die Originalbauten, die auch im KZ standen. Und die wurden später wiederverwendet auf eine ziemlich skurrile Weise. Ja. Kommen wir noch zu. Erzählen wir euch. Jetzt sind wir gerade im ehemaligen SS-Garagenhof, wo die SS ihre Fahrzeuge gepflegt hat.
Und eben waren wir in einer Ausstellung, wo Artefakte und Informationen ausgestellt sind. Und zum KZ Neuengamme gibt es außerdem noch in der Zusammenfassung zu sagen: Eine ganz katastrophale Sache, und zwar vor allem die Nachnutzung des KZ Neuengamme. Die Stadt Hamburg hat das nämlich 1948 übernommen und hat das Gelände fortan als Gefängnis genutzt. Die Holzbaracken im ehemaligen Häftlingslager hat die Stadt Hamburg abreißen lassen und 1950 durch einen großen Neubau ersetzt. Nahezu alle in der KZ-Zeit errichteten Steingebäude wurden als Haft- und Verwaltungsgebäude oder als Werkstätten weitergenutzt. Ich finde das so unfassbar pietätlos. Ja, und die Stadt Hamburg hat sich ja auch lange Zeit gesträubt, offensichtlich hier eine Gedenkstätte errichten zu lassen. Oder nur ein Mahnmal. Und die Angehörigen und die Betroffenen auch, die hier überlebt haben, die haben natürlich immer wieder gedrängt, dass sie einen Ort der Erinnerung haben möchten und so weiter. Also das hat die Stadt Hamburg total abgeblockt. Und haben sich natürlich auch darüber beschwert, wie pietätlos es ist, hier Gefängnisse aufzubauen. Wer hat sich beschwert? Die Angehörigen oder die hier inhaftiert gewesen Genau. sind und das überlebt haben. Aber die Justiz in Hamburg hat gesagt, das wäre ja eine tolle Sache und das müsste auch mal Schluss sein. Das haben die ja schon in den 50er Jahren gesagt, das muss alles weg, und wenn nichts mehr mit zu tun haben. Genau, da haben sie damit angefangen. Das wollen wir alles nicht mehr sehen, wir wollen nicht mehr erinnert werden. Wir machen hier mal ein Gefängnis. Das wird auch noch perverser. Teile des SS-Lagers und das Kommandantenhaus dienten als Wohnungen für Gefängnisbedienstete, und ich finde das einfach nur so krank. Das ist zum Kotzen. So Das ist echt krank. zum Kotzen. Und was wollte ich noch sagen? Die haben sogar ein zweites Gefängnis Ende der 60er Jahre hier noch errichtet. Und das war natürlich in den Nachkriegszeiten, es war ja alles voller Nazis, das darf man ja auch nicht vergessen. Die alle, als der Krieg zu Ende war, 50er, 60er Jahre, wo sollen denn die ganzen Nazis alle gelandet sein? Natürlich, die Höchsten sind hingerichtet worden, aber viele kleine Scheißer, die sind natürlich ganz normal in der Gesellschaft gewesen und auch an politischen und verwaltungstechnischen Positionen. Oder als Richter. Und über KZs in den 60ern, ich meine, ich bin in den 60ern geboren, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand es gab natürlich den Auschwitz-Prozess Anfang der 60er, aber so im Kreis, Familienkreis, Bekanntenkreis, da hat keiner über KZs gesprochen. Es ging mal so ein paar Gruselgeschichten, ja, da wurde Menschenhaut als Lampenschirm verarbeitet, so glaubte kein Mensch, so ungefähr. Aber das haben die alle totgeschwiegen, und natürlich haben sie es auch gewusst. Wenn man sich hier in der Umgebung umguckt, hier sind Häuser, hier sind Höfe, die müssen das mitgekriegt haben. Die Leute sind hier auf Todesmärsche geschickt worden und reingekarrt worden und geschossen worden ist hier. Also wer das mir erzählen will, das hat keiner mitgekriegt, das ist totaler Quatsch. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, dass man vielleicht nicht konkret wusste, was in den ganzen KZs abgegangen ist, ist das eine. Aber dass das alles nicht sauber ist und dass hier Menschen gequält und misshandelt werden, das hat jeder mitbekommen. Und jeder, der sagt, er hat es nicht mitbekommen, wollte es einfach nicht sehen. Und das hier, das sind die SS-Bunker, die Mannschaftsbunker. Ja. Die wurden natürlich auch von den Häftlingen gebaut, und da haben sich die SS-Schergen vor den Luftangriffen geschützt. Aus Angst vor Luftangriffen wurden die gebaut. Ich glaube, es wurden aber das wurde nie bombardiert, das KZ Neuengamme, soweit ich das weiß. Ich glaube auch nicht. Sollten wir andere Infos haben, geben wir Bescheid. In diesem Arrestbunker, da wurden die Häftlinge nach 12 Stunden Arbeit, wenn sie irgendwas vermeintlich falsch gemacht haben, in Zellen gefercht, wo sie die ganze Nacht stehen mussten. Und auf den Fluren, da wurden Häftlinge erhängt, erschossen, zu Tode geprügelt. Und auch die Polizei Hamburg und die Justiz, Gestapo und so weiter haben aus Hamburg hier Häftlinge hergebracht, die in den Fluren von diesem Arrestbunker, wo jetzt nur noch die Grundmauern da sind die hingerichtet worden. Ne? Und die mussten da deswegen stehen, weil es so eng war. Also die hatten keine Möglichkeit, sich hinzulegen im Arrestbunker. Genau, sondern sie wurden so reingepfercht, dass sie einfach nur stehen konnten und einfach für nichts anderes Platz war. Richtig. Und dieser Arrestbunker, der wurde abgerissen.
Und jetzt sind nur noch die Grundmauern da. Aber das muss auch schrecklich gewesen sein. Neben allem anderen natürlich. Die Arbeit im Tonabbau war gefürchtet. Der Abbau des schweren, zähen Tons war eine körperlich schwere und besonders auszehrende Arbeit. Die Gruben standen meistens unter Wasser. Bis zu 600 Häftlinge mussten bei jedem Wetter in unzureichender Kleidung und nur mit Holzschuhen ausgestattet in dem knöcheltiefen Wasser stehen und bis zu 12 Stunden täglich den Ton stechen. Jetzt sind wir oben auf der Rampe am Klinkerwerk, KZ Neuengamme. Da wurden die Ziegel und Klinker gemacht, gefertigt. So ist es. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war das auch ein ganz recht begehrter Job, weil der nicht so schwer war, weil hier teilweise einiges automatisiert war schon. Das stimmt. Und diese Ziegel, da hat sich die Stadt Hamburg gefreut, weil die haben die benutzt für verschiedene Bauten am Elbufer und dann wurde das für irgendwelche wilden Führerbauten verwendet. Das Klinkerwerk wurde 1940 bis 1942 von Häftlingen des KZ Neuengamme errichtet. Ein zwischen der SS und der Stadt Hamburg geschlossener Vertrag sah vor, dass hier Klinkersteine für die geplanten Führerbauten am Altonaer Elbufer hergestellt werden sollten. Vorher bestand lediglich eine kleine Ziegelei am Neuengammer Hausdeich, in der Ende 1938 die ersten Häftlinge aus Sachsenhausen untergebracht wurden. Sie mussten die alte Ziegelei betreiben und mit dem Lageraufbau beginnen. Das neue Klinkerwerk war weitgehend automatisiert. Hier arbeiteten nur etwa 80 bis 100 Häftlinge, in den Tongruben dagegen viele hundert. Innerhalb des Werkes waren Häftlinge bei den Brennöfen, der Sortierung und beim Transport eingesetzt. Im Ostflügel des Klinkerwerks wurde 1943 eine Abteilung für Fertigbetonteile eingerichtet, die unter anderem komplette Bausätze für Behelfswohnheime herstellte. Auch viele Leute ums Leben gekommen, kaputt gearbeitet, hier geschwächt gewesen oder von Arbeitsunfällen verletzt, geprügelt und so weiter. Die Stadt Hamburg war ja stand ja hinter dem KZ Neuengamme, die hat das auch finanziert mit. Hat das mitfinanziert, ja, weil die eben da profitieren wollten, auch von der Arbeitskraft. Und haben eben auch stark profitiert davon. Das heißt, die haben das unterstützt, was hier passiert ist auch. Und das natürlich nicht nur die Stadt Hamburg, sondern auch Karl Walter, der Waffenhersteller. Und also Unmengen, über 1000 Unternehmen haben, glaube ich, hier in den sogenannten Außenlagern Häftlinge ausgebeutet. Ja. Und auch hier. Ja, und es ist auch hier eine bedrückende Stimmung. Wir sind jetzt 2 Stunden hier. Ungefähr, ja. Und ja, die Marion ist bedrückter als ich, weil ich immer mit der blöden Filmerei beschäftigt bin und kann mich dann nicht so da reingehen lassen. Aber in der Ausstellung, da war die Marion schon ganz Wir sind da unterschiedlich. bedrückt. Ich kann diesen Film eigentlich nur machen, wenn ich das auch fühle und kann da gar nicht sachlich darüber stehen. Sonst ist das, als würde ich ein Deutschreferat halten, das ich machen muss, damit ich eine Note kriege, aber nicht, weil es mich interessiert. Ich spüre das aber auch, aber wenn ich aufs Film gucke, ich bin da so irgendwie autistisch auch. Dass ich mich immer nur auf eine Du bist ein Mann. Mann halt, ne? So. An dieser Stelle auf dem Gelände der Tongruben des KZ Klinkerwerks wurde 1970 die Jugendanstalt Vierlande in Betrieb genommen. 2007 wurde der 149 x 220 Meter große Komplex abgerissen. Dieses Fragment der 5 Meter hohen Außenmauer blieb stehen, um die Nachnutzung zu dokumentieren.
Die Erde, die bei der Vertiefung der Dove-Elbe anfiel, wurde auf Schuten gefüllt. An anderer Stelle mussten Häftlinge die Schuten entleeren. Der ausgebaggerte Schlamm musste mit Schaufeln in Schubkarren geladen, über Bretter zurück an das Ufer gebracht und mit Loren in das umliegende Land transportiert werden. Nach Fertigstellung des Stichkanals und des Hafenbeckens dienten Schuten als Transportmittel für die Zulieferung von Sand und Kohlen sowie für den Abtransport der Steine, die aus dem Klinkerwerk über die Dove-Elbe nach Hamburg gebracht wurden. Die hier gezeigte Schute aus dem Jahr 1907 wurde von der Blom und Voss AG als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Auf der Werft von Blom und Voss befand sich eines der vielen Außenlager des KZ Neuengamme im Hamburger Hafen. Die Schute wurde im Rahmen des 8. Internationalen Jugendworkcamps aufgestellt. Wir müssen uns wieder mal für die Tonqualität, aber wir können gegen den Wind einfach nichts machen. Der pustet hier so richtig über das Lager. Ja. Eben hat die Marion ja über die Schute, die hier ausgestellt ist, erzählt. Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat, aber die Dove-Elbe, die läuft da hinten, man sieht sie von hier aus nicht, entlang. Und die Häftlinge mussten hier einen 8 Kilometer langen Kanal, Ja, im Grunde einen Seitenarm, einen künstlichen. genau, reingraben. Natürlich auch wieder unter mörderischen Bedingungen, damit hier die Klinker und andere Waren weggeschifft werden konnten. Und aber auch Rohstoffe hergebracht werden konnten. Also es ging in beide Richtungen, wurde das genutzt. Genau. Und das mit diesem Kanal hat uns ein sehr freundlicher Mitarbeiter von der Gedenkstätte vorhin am Eingang erzählt. Und auch noch andere Sachen, dass wir schnell in die Ausstellung sollen, bevor die ganzen Schulklassen kommen und so weiter. Heute sind 11 Schulklassen angekündigt hier. Aber das Gelände ist total leer. Und so ein KZ lässt nicht viel Raum für Humor. Zwar, ich muss aber trotzdem sagen, dass es passiert ist. Es gab einen Sturz und wir haben ihn auf Kamera. Und ich war es nicht. Aua! Was ist passiert? Bist du hingefallen? Ja. Ja. Wir haben versprochen, dass wir uns bessern werden. Und mein allererster Sturz, seitdem wir Videos machen. Bin noch nie gestürzt, aber ich habe es geschafft, gleich meinen ersten Sturz auf Kamera aufzunehmen. Richtig. Wir wissen heißt nicht, also, ich bin die Gute und Ja. er kriegt es nie gebacken, seine Stürze zu filmen. obwohl ich dauernd hinfall. Aber wir wissen nicht, wie es geworden ist. Auch zu kalt, das jetzt zu sichten. Wir gehen weiter. Genau. Wir sind gerade in die Sonderausstellung Arbeit und Vernichtung, KZ-Zwangsarbeit in der Ziegelproduktion gegangen, in einem Gebäude der ehemaligen Ziegelei und dachten, hier erwartet uns einfach ein Ausstellungsraum mit verschiedenen Stationen, so wie in der Hauptausstellung auch. Und dann haben wir dieses Gebäude gesehen, diesen Raum, und er erschlägt einen förmlich, wenn man hier reinkommt und mit was ganz anderem rechnet. Das ist riesengroß, dunkel, kalt, Karg, irre. beängstigend. Und hier haben die Leute geschuftet. Das kann man sich irgendwie, also dieser erste Eindruck ist einfach schockierend. Da hat es mir auch so die Sprache verschlagen, als ich hier reingekommen bin. Man hat mit allem gerechnet, aber nicht damit, diesen leeren, düsteren, kalten, kahlen Raum zu finden. Und es ist so irre groß. Das Dach ist kaputt. Und das war sicherlich auch damals natürlich im Winter eine Katastrophe, hier zu arbeiten. Und im Sommer hier zu arbeiten war natürlich auch der reine Horror. Was ich aber von der Gedenkstätte KZ Neuengamme so cool finde, dass sie dieses Gebäude nicht mit irgendwas überladen haben, sondern das einfach so offen ist. Ne? Ja, Das ist ein gewaltiger Eindruck. ja, das überwältigt einen. Guck mal, da hinten sind wir reingekommen. Irre. Unglaublich.
Im April 1940 trafen die Schutzstaffel SS und die Stadt Hamburg die Vereinbarung, eine größere Ziegelsteinfabrik zu bauen. Diese wurde von Gefangenen des Konzentrationslagers errichtet. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude an verschiedene Unternehmen vermietet, die es zur Lagerung nutzten. Danach stand es leer. Am 4. Mai 98 wurde dieser Ostflügel des Klinkerwerks errichtet, eröffnet, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ja. In den Jahren 2005 und 2011 wurde das auch überarbeitet, die Gestaltung. Und inzwischen finden hier regelmäßig Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Ah, und deswegen ist es so leer. Deswegen ist es so leer. Ja, ja. Aber das hat vielleicht unbewusst, ohne dass die Betreiber der Gedenkstätte das so unbedingt wissen, ne? So einen irren Eindruck, wenn man hier reinkommt. Ich glaube durchaus, dass Wir das wissen gewollt ist. Mhm. Ja. Aber auf mich hat das irre beeindruckend gewirkt. Ich finde das aber tatsächlich auch schön, dass hier positive Veranstaltungen stattfinden. Ja. So ganz im Gegenteil zu dem, dass dieses Gelände als Gefängnis genutzt wurde, was ich absolut widerlich und pietätlos finde. Von der Stadt Hamburg, jawohl. Finde ich es irgendwie schön, dass an einem so grauenhaften Ort irgendwie noch was Gutes hingebracht wird. So blöd das vielleicht klingen mag. Finde ich auch gut. Aber erst dachte ich, aber ich finde es toll. Man muss aber auch sagen, ne, die Stadt Hamburg hat da tatsächlich bis zum Jahr 2006 gebraucht, um endlich hier mal Schluss zu machen mit Inhaftierung und so. Das ist der helle Wahnsinn. Also Hamburg ist ja auch unsere Stadt, ne? Wir wohnen zwar nicht direkt in Hamburg, aber sie sind halt mit Hamburg verbunden. Mhm. Aber das, also wie... Hamburg hatte ja sogar zwischenzeitlich dann überlegt, nachdem entschieden war, dass die Gefängnisse geschlossen werden, hier psychiatrische Einrichtungen stattdessen zu machen. Ja, sozialpädagogische oder sowas, ne? War das ja, doch, irgendwie ne? sowas. Also wieder irgendwas, wo Menschen zu irgendwas gezwungen werden. Also, Die tolle Idee hatte der damalige Hamburger Justizminister, aber der Bürgermeister von Hamburg hat dann gesagt, nee, also sorry, aber damit Foscherau oder wer hat das damals gesagt? Ein Donani? Otto oder... Nee. Ja, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat der gesagt, damit wird die pietätlose Nutzung hier fortgesetzt. Das können wir nicht machen. Die Idee ist gestrichen. Und bei dieser Gelegenheit von wegen, wir wissen es nicht so genau, wir können das nur noch mal wiederholen. Wir sind keine Historiker oder sonst irgendwas und es kann auch durchaus mal eine Falschinformation reinrutschen. Wir versuchen allerdings Falschinformationen dann zumindest mit einem kleinen Einblender zu korrigieren. Genau. Dieses Gebäude wurde 1943/44 für die Verwaltungsabteilung des Klinkerwerks errichtet, das zu dem 1938 gegründeten Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH gehörte. Der Betrieb war von der Administration des Konzentrationslagers getrennt. Die Werksverwaltung nahm alle kaufmännischen Belange eigenständig wahr. Wegen Personalmangels wurden zunehmend Häftlinge in den Büros beschäftigt und schließlich sogar mit Leitungsaufgaben in der Verwaltung betraut. Das Gebäude enthielt auch Sozialräume für die zivilen Mitarbeiter. Das Gebäude wurde bis zum Jahr 2000 für Dienstwohnungen von Mitarbeitern des Strafvollzugs genutzt. Hier wurden 1944 3 Behelfswohnheime in Plattenbauweise als Musterhäuser errichtet. Die Häuser wurden nach dem Krieg abgerissen. Nur ein Fundament blieb erhalten. Die Einzelteile, Betonpfeiler und Platten, Dachstuhl, Türen und Fenster stellten Häftlinge im KZ Klinkerwerk her. Ab Sommer 1944 entstanden in Hamburg in Eidelstedt, Langenhorn und Sasel große Siedlungen solcher Plattenhäuser. Kommandos mit Frauen aus den dortigen KZ-Außenlagern wurden zu dieser Schwerarbeit eingesetzt. Die Teile dieses Plattenhauses stammen vom Abbruch eines der letzten dieser Häuser in Sasel. Die Montage dieses Hauses erfolgte im Sommer 1983 durch Teilnehmer des 2. Internationalen Friedenswerkcamps.
Totenbuch. Sieh, dieser Stein soll uns ein Mahnmal sein. Dieser Stein steht hier aufgerichtet zum Andenken an mehr als 600 niederländische Männer im Alter ab 15 Jahren aufwärts. Sie wurden Opfer einer Razzia, die im Namen des deutschen Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden am Sonntag, dem 1. Oktober 1944, im Dorf Putten in der Region Veluwe durchgeführt wurde. Am Montag, dem 2. Oktober 1944, wurden sie ins Lager Amersfoort abgeführt. Von dort wurden sie ins Konzentrationslager Neuengamme überstellt. Von ihnen sind nur 49 in ihr Vaterland zurückgekehrt. Die übrigen sind hier oder anderswo in Deutschland umgekommen. Seit April 2006 erinnert das Denkmal an das Leiden und Sterben im KZ Neuengamme der wegen ihres Glaubens verfolgten Zeugen Jehovas, die den lila Häftlingswinkel trugen. Die Verzweiflung von Menzel Kiezigem. Dieses Denkmal wurde am 29. August 1998 zum ehrenden Gedenken der ermordeten Einwohner und ihrer Mütter und Witwen errichtet. Sie wurden die unschuldigen Opfer der Razzien von Menzel Kiezigem, ausgeführt am 1. und 11. August 1944 von den Nazis und ihren Kollaborateuren. Aus dieser kleinen Dorfgemeinschaft wurden 61 Einwohner in das KZ Neuengamme deportiert. Nur 8 kehrten heim. Dieses Kunstwerk ist Symbol für eine der schwerst betroffenen Gemeinden Europas, die Gemeinde Menzel Kiezigem in Belgien. Meter östlich des SS-Lagers wurde 1944 dieses Wohnhaus in Barackenbauweise für den KZ-Kommandanten Max Pauli errichtet. Die Familie Pauli wohnte hier von Januar bis April 1945 mit 5 Kindern. Unmittelbar an das Grundstück grenzten die Tongruben, eines der härtesten Arbeitskommandos. Nach dem Krieg bewohnten der für das britische Internierungslager verantwortliche Offizier bis 1948, anschließend der erste Leiter des Männergefängnisses und später andere Justizbeamte das Haus. Und hier geht's wohl in den Keller, wo der Pauli sein Wein gelagert hatte. Ja. Die Metallwerke Neuengamme, ein Betrieb des thüringischen Waffenherstellers Karl Walter GmbH, wurden 1942 bis 1944 auf dem Gelände des KZ Neuengamme errichtet. Wegen des Arbeitskräftemangels in der Kriegswirtschaft sollten dort KZ-Gefangene bei der Fertigung der Pistole PI-38 und des Gewehres G43 eingesetzt werden. Die Produktion begann provisorisch im Januar 1943 in Baracken. 1944 arbeiteten bis zu 1000 Häftlinge in dem Werk. Die Arbeit war begehrt, weil man vor der Witterung geschützt war und weil dort wenig geprügelt wurde. Die Karl Walter GmbH hat unter anderem auch hier auf dem Gelände des KZ Neuengamme eine Waffenproduktionsstätte betrieben, die in der KZ-Häftlinge Waffen produziert haben. Und hier hängt auch eine Erinnerungstafel an die Geschichte. Und der Hamburger Unternehmer Jan Philipp Reemtsma,
der hat sich dafür eingesetzt, dass diese ganzen Firmen, die von der Zwangsarbeit profitiert haben, wie zum Beispiel die Hamburger Werft Blom und Voss. Genau. Die Continental AG zum Beispiel auch. Ja, und diverse andere. Ja. Und die wollten alle nicht, ne? Die haben alle ihre Verantwortung von sich geschoben, haben gesagt, wir haben ja praktisch nicht davon profitiert. Lies mal vor, was Blom und Voss gesagt hat. Blom und Voss hat gesagt, wir haben Ihren Vorschlag zur finanziellen Förderung der Gedenkstätte Neuengamme geprüft, sehen uns aber nicht in der Lage, ihm zu folgen. Wie Ihnen sicher bekannt, haben wir derzeit ein einschneidendes Umstrukturierungsprogramm für Blom und Voss ausgelöst, um die in den letzten Jahren aufgelaufenen Verluste zu überwinden. Bla bla. Und da, wer ist das? Das ist die Jastram Werke GmbH und Co. KG. Sehr geehrter Herr Remzmer, ich bedauere sehr, Ihr obiges Konzept nicht mittragen zu können. Ich denke, dass es eine der originären Aufgaben der Kulturbehörde ist, als Repräsentant der Allgemeinheit für die Aufarbeitung unserer tragischen Vergangenheit Sorge zu tragen. Und das? Ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 30. November. Wer ist das? Das ist an Herrn Remzmer von der Continental AG. Ach so. Indem Sie erneut um Unterstützung des Projekts Gedenkstätte Neuengamme bitten. Bereits vor längerer Zeit hatte ich mich in dem zweibändigen Werk Konzentrationslager in Hannover über die Rolle unseres Unternehmens in der Rüstungswirtschaft des Dritten Reiches informiert. Bla bla. Aus den betreffenden Kapiteln geht hervor, dass die von Ihnen angesprochenen Häftlinge, im Gegensatz zu den Häftlingen bei vielen Hamburger Betrieben, die zuvor in Neuengamme gewesen waren, im Jahre 1944 direkt aus den Lagern Auschwitz bzw. Ravensbrück gekommen sein sollen. Der Bezug zum Lager Neuengamme kann also allenfalls verwaltungstechnischer Art gewesen sein. Das ist so ziemlich die krankste Ausrede, die ich mir vorstellen kann. Also wir hatten nur Häftlinge aus anderen KZs und haben allenfalls verwaltungstechnischer Art mit den Häftlingen aus Neuengamme zu tun. Ja. Aber wie die so blöd sein können, zu glauben, dass sie mit so einem Stuss, dass das irgendjemand glaubt, das glaubt doch kein Mensch. Ja. Natürlich hat Blom und Voss unglaublich profitiert. Und ob sie nur sich umstrukturieren oder nicht, die haben alles rauszurücken, was bei denen aus der Portokasse rausfällt. Ja, aber die Unternehmen, die würden sich ja wünschen, dass alles unter den Tisch fällt. Am meisten ihre Beteiligung an den ganzen KZs. Genau. Wir wollen das gar nicht. Wie viele von den Unternehmen heute gar nicht mehr existieren würden, wenn sie nicht in der Nazi-Zeit so aktiv gewesen wären. Ja. Das will man sich gar nicht ausmalen. Die haben alle davon profitiert. Ja, ätzend, oder? Ja. So, und damit war es das von hier aus, ne? Ja. Wir haben unseren Rundgang durch Neuengamme beendet. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Jetzt kommt die Sonne. Wir haben derbe gefroren. Ich habe schon zu Marion gesagt, wie man hier einen Winter überleben kann überhaupt. Und dann kriegt man nichts zu essen und das ist der helle Wahnsinn. Das stimmt. Vorhin war hier so ein bisschen Schneesturm und so. Ich habe gedacht, mir fällt alles ab. Aber es sind nur seine Gehirnzellen, die letzten eingesetzt. Sind nur die Gehirnzellen gewesen. Ja, uns hat das auch wieder ziemlich mitgenommen. Ja. Wir waren auch ziemlich unter Anspannung nach Bergen-Belsen. Hierher zu kommen, haben wir uns auch ein bisschen gezopft hier und da. Marion war natürlich schuld, nicht ich. Und also wenn ihr mal die Chance habt, hier in Hamburg, Neuengamme herzukommen und euch das anzugucken, nehmt mal ein paar Stunden Zeit mit, es ist so riesengroß. Und geht aber auch in die Ausstellungen. Es lohnt sich definitiv, man kriegt wahnsinnig viele Hintergrundinfos. Geht auch in die Ausstellung, guckt euch das an. Und ansonsten, wer das nicht schafft, hierher zu kommen, da hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen Einblick gegeben haben. Alles konnten wir gar nicht abdecken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? So ist es. Passt auf euch auf. Draußen ist das Leben. Geht raus. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.